Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Lebensmittel retten und den Geldbeutel entlasten. Vor Ort oder online. Gerade jetzt ist das angesagter denn je. Für 3, 4 Euro gutes Essen, leckeres Essen. Also ich glaube, dass es unfassbar wichtig momentan ist, eben darauf zu achten, dass man weniger verschwenderisch ist. Weil es ist günstiger. Die Leute achten darauf, weniger auszugeben im Monat. Immer mehr Unternehmen entdecken das Feld der verschwendeten Lebensmittel als Geschäftsmodell. Wir setzen uns für unsere Mission ein und auch darüber hinaus haben wir noch Kampagnen, über die wir uns einsetzen. Aber natürlich passiert das Ganze auf wirtschaftlicher Basis. Max will wissen, was gibt es alles auf dem Markt der geretteten Lebensmittel? Die Preise in den Supermärkten steigen. Trotzdem wandern immer noch viele Lebensmittel in den Müll. Das Start-up Motatos hatte sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu retten, die es gar nicht erst vom Händler ins Supermarktregal geschafft hätten, sondern direkt im Müll gelandet wären. Ihre Partner haben häufig Überbestände, also mehr Ware, als sie verkaufen können, erzählt uns Deutschlandchef Alexander Holzknecht. Weil zu viel produziert, der Supermarkt nimmt nicht so viel ab, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum zu knapp ist und der Supermarkt es deswegen nicht mehr verkaufen kann, weil es saisonale Produkte sind, die nicht mehr passen oder weil sich Verpackungsdesigns einfach ändern, weil der Gewinnspielsticker auf dem Produkt nicht mehr gültig ist. Und mit den Partnern sprechen wir regelmäßig und kaufen diese Überbestände direkt von den Lieferanten ab. Es landet dann bei uns im Zentrallager, von dort landet es dann im Onlineshop und der Kunde kann es ganz normal im Onlineshop kaufen. So gibt es beispielsweise Milch, bei der das Mindesthaltbarkeitsdatum seit kurzem überschritten ist, für 1,20 € statt wie im Handel für 1,79 €. Ein Konzept, das ankommt. So sei der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 in Deutschland um 79% zum Vorjahr gestiegen. Die hohe Inflation für Alexander Holzknecht ein Grund. Inflation ist natürlich ein Riesenthema. Dazu muss man halt wissen, es gibt grundsätzlich so 2 Leitmotive, warum Kunden zu Motatos kommen. Zum einen ganz klar die Nachhaltigkeit. Und dann gibt es natürlich die Kunden, die sagen, naja, Nachhaltigkeit schön und gut, aber ich komme zu Motatos, weil es günstig ist. Die haben ein kleines Portemonnaie, die müssen gucken, dass am Ende vom Monat reicht. Und natürlich sehen wir da, dass die Kundengruppe auch zunimmt. So konnte das Unternehmen seit dem Start in 2020 alleine in Deutschland 17.000 Tonnen Lebensmittel retten. Bitter nötig, denn pro Kopf werfen die Deutschen rund 78 Kilo Lebensmittel jährlich in den Müll. Doch welche Produkte sind es am häufigsten? Tatsächlich eher Brot. Ja. Obwohl man das ja einfrieren könnte, aber irgendwie passiert es mir dann doch ab und zu. Das Essen, was ich mal vergessen habe im Kühlschrank, ein paar Tage nicht gegessen, ist dann auch nicht mehr essbar. Häufig auch mal Obst, Gemüse oder ähnliches. Halt schnell verderbliche Lebensmittel. Das deckt sich auch mit offiziellen Zahlen. So bestehen Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten zu 34% aus Obst und Gemüse, zu 16% aus zubereitetem Essen und zu 14% aus Brot und Backwaren. Dabei sind gerade Backwaren im Zuge der steigenden Teuerungsrate deutlich im Preis gestiegen. Deshalb hat sich Bäcker Max Ketsch aus Fürth in Odenwald etwas ausgedacht. Das ist das Brot vom Vortag. Das haben wir geschnitten, geröstet und jetzt haben wir es halt eingeweicht. Genau, und das sind 25%, weil das ist einfach für die Nachhaltigkeit gut und es gibt auch nochmal den Pep, den Geschmack, das das Brot einfach braucht. Ein Viertel des neuen Brotes ist eigentlich altes und nun gerettetes Brot. Das machen viele Bäcker. Doch mehr als 5% Altbrot sind ungewöhnlich. Das Inflationsbrot kostet statt 3,50 € nur 2,50 €. Doch es gibt auch Ideen, die nicht erst kurz vor dem Mülleimer eingreifen. So setzt das Start-up Spark schon an, bevor die überschüssigen Lebensmittel den Handel überhaupt erreichen und erfasst, wann und wo zu viel produziert wird, erzählt uns Gründer Alexander Piotti. Ich muss ja erstmal erfahren, was haben denn die Leute an Überschuss? Das sind eben die Zentrallager, die Bauern, der Großhandel und so weiter. Also das Melden von Überschüssen ist die erste Hürde. Und das Vereinfachen, indem die uns quasi digital in unser System diese Überschüsse ranmelden, dass wir überhaupt wissen, was gibt's denn da
um es dann weiter zu verteilen an Abnehmer wie verarbeitende Industrie, wenn es um Obst und Gemüse geht zum Beispiel, oder die Krankenhäuser oder auch die NGOs. So konnte Spark in den letzten 2 Jahren bereits 1500 Tonnen Lebensmittel bewegen. Auch für Gastronomen oder Lebensmittelhändler gibt es Wege, Lebensmittel zu retten. Bei Baguette Jeannette in Frankfurt zum Beispiel setzt man auf die App Too Good To Go. Am Ende des Tages schaut Laurent Cotin, was er in seiner Auslage noch übrig hat und bietet Kunden diese Waren dann über die App an. Das ist ziemlich einfach für den Kunden, weil die wissen, dass sie haben einen Wert von 10 € Ware und die bezahlen nur 3,50 €. Das bedeutet, dass sie bekommen mehrere Tüten natürlich und das ist wirklich die Möglichkeit für den, auch zu testen, neue Laden. Circa 1,40 € pro verkaufte Portion gehen dann an Too Good To Go. Laurent Cotin konnte so schon viele neue Kunden gewinnen. Im Schnitt verkauft er 4,5 Portionen pro Tag. So verliert er auch durch die Reste am Abend kein Geld mehr. Ich bekomme zwischen 300 und 400 € von Too Good To Go, von meinen 4,5 Tüten. Und ich habe eine Entleerung weniger pro Woche von meinem Müll, was ich früher hatte. Das bedeutet, dass ich bekomme zwischen 300 und 400, plus die Müll ist ungefähr 150 €. Das heißt, wenn wir einen Durchschnitt machen, wir liegen bei 500 € pro Monat, mal 12, 6.000 € netto. Per App können NutzerInnen schauen, welche Geschäfte am Ende des Tages noch Lebensmittel übrig haben, diese dann per App für etwa 1/3 des Warenwertes kaufen und im Laden abholen. Inzwischen bieten über 16.500 Betriebe in Deutschland über Too Good To Go an, erzählt uns Pressesprecherin Denise Fertig. Und auch die Anzahl der Nutzer steigt stetig, auch aufgrund der aktuell hohen Inflation. Natürlich ist auch vor dem aktuellen Hintergrund es trotzdem ein zusätzlicher Motivator, über Too Good To Go Lebensmittel zu retten. Das kann man, denke ich, schon sagen. Und wir sehen das auch so ein bisschen in den Zahlen. Wir hatten vor einem halben Jahr noch 20.000 gerettete Tüten pro Tag und mittlerweile sind es über 35.000 gerettete Tüten pro Tag. Oftmals sind die Aktionen zum Lebensmittelretten in vielerlei Hinsicht gut. Gut gegen Lebensmittelverschwendung, gut für sparende Verbraucher und gut für die Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.